Hallihallo, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Tatüta näht. Das ist die Abkürzung für Taschentüchertasche. Und zwar so eine, wo hier das Futter und der Außenstoff in einem Arbeitsgang zusammengenäht wird. Dadurch geht es auch schneller. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Tschüss! Zuerst schneiden wir uns zwei Teile zu. Das Innenteil mit 15 x 21 cm und das Außenteil mit 15 x 17 cm. Und diese zwei 15er Seiten müssen wir zusammennähen. Dies ist die linke Stoffseite und dies die rechte. Auch hier beim Außenteil die rechte Stoffseite und die linke. Und jetzt legen wir das Außen- und Innenteil rechts aufeinander. Stecken das Ganze und hier Füßchen breit zusammennähen. Am Anfang verriegeln, indem wir vor, zurück und wieder vornähen und am Ende auch wieder verriegeln, also zurück und wieder vor. Jetzt bügeln wir die Nahtzugabe des Außenteils in Richtung Innenteil. Nun die anderen 15 cm Seiten rechts auf rechts zusammennähen. Und auch hier die Nahtzugabe in Richtung Innenteil umbügeln. Diese Nahtzugabe auf beiden Seiten etwas zurückschneiden. Nun können wir das Ganze wenden. Wir müssen die beiden Seiten mit den Überschlägen vom Innenteil so vermitteln, dass die Überschläge auf beiden Seiten ungefähr gleich breit sind. Wer ein gutes Augenmaß hat, kann es so probieren, ansonsten ausmessen. Wenn alles stimmt, bügeln. Wie ihr seht, liegt die Nahtzugabe in der äußeren Richtung. Auch die Innenseite nochmal bügeln. Nun nähen wir hier entlang mit einem normalen Steppstich, an der offenen Kante mit einem säumenden Zickzackstich, hier runterzus wieder mit einem Steppstich und die letzte offene Kante wieder mit einem Zickzackstich. Den Steppstich am Anfang natürlich verriegeln, nähen wir ganz nah an der Naht vom Umschlag. Am Ende angekommen, verriegeln, aber den Faden nicht abschneiden, sondern den Stoff drehen, einen Zickzackstich einstellen und an der offenen Kante entlang nähen. Am Ende verriegeln, Stoff drehen und die nächsten zwei Seiten genauso arbeiten und Faden abschneiden. Nun an den versäumten Seiten die Mitte anzeichnen. Hier ist die Mitte bei 8,5 cm. Jetzt legen wir beide Umschlagseiten rechts auf die Mittelmarkierungen und stecken sie fest.
Nun die beiden Seiten hier entlang und hier entlang füßchenbreit zusammennähen. An dieser Stelle, wo sich die beiden Umschlagseiten treffen, nochmal zurück und wieder vornähen, da diese Stellen stärker beansprucht werden. Und auf der anderen Seite das gleiche. Jetzt können wir das Ganze wenden. Noch füllen und fertig ist unsere Tatüta. So einfach benutzt man die Tatüta. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!